Christina, hallo, vielen Dank. Kannst du bitte erzählen, also woher kommst du, wie alt bist du erstmal? Ja, ich bin Christina Jansen, 19 Jahre alt. Ich komme aus Kleve vom Niederrhein und mache jetzt hier das Sprachenjahr im Borromäum, weil ich gerne Theologie studieren möchte und, wenn alles so bleibt, Pastoralreferentin werden möchte. Also kommst du aus einer religiösen Familie oder wie war die Beziehung deiner Familie zur Religion? Also mein Vater hat nicht viele Verbindungen zur Kirche, meine Mutter hingegen schon, aber geprägt wurde ich erst sehr spät, während meiner Firmenvorbereitung von unserem Heimatpfarrer. Und da hat meine Mutter das dann auch alles schön mitgemacht und begleitet und mich da auch wirklich sehr unterstützt. Aber wie hast du als Kind, also wie hat deine Mutter geschafft, als Kind dir weiterzugeben, dass Religion oder Gott etwas Positives ist? Also meine Mutter war schon immer sehr gläubig. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass in unserer Familie eben schon auch einige Schicksalsschläge leider dran waren. Und dadurch hat sie immer so die Nähe auch zur Kirche gesucht, würde ich sagen. Und hat mich da als Kind auch sehr drin bestärkt, dass es einen Gott gibt und mir auch dieses Geborgenheitsgefühl eigentlich vermittelt hat. Und eben dann auch in der Erstkommunionvorbereitung war sie dann auch sehr aktiv. Ich wollte noch fragen, du hast mir erzählt, obwohl du nicht so oft in die Kirche gegangen bist als Kind, aber trotzdem, du hast keine negativen Einstellungen gegen die Kirche und Gott. Was hat dazu beigetragen, dass du als Jugendliche und als Kind und Jugendliche nicht negativ gegenüber der Kirche standest? Ich würde sagen, dass da meine Mutter eine große Rolle gespielt hat, einfach weil für sie der Glaube auch einfach einen Halt bedeutet hat. Und ich glaube, dass mich das auch sehr geprägt hat, dass eben nicht dieses negative Kirchenbild nur präsent in meinem Kopf ist, sondern eben auch die guten Seiten. Wann und wieso hast du dich entschieden, bewusst in die Kirche einzutreten? Also irgendwann kam der Brief, dass ich mit der Firmung jetzt an der Reihe wäre. Dann hat mir meine Mutter diese Post halt eben gegeben und dann habe ich überlegt, brauche ich das überhaupt? Habe mich erstmal dagegen entschieden, habe es dann doch mitgemacht, wahrscheinlich mehr oder weniger, weil es halt die anderen mitgemacht haben. Und dann erinnere ich mich noch sehr gut dran, dass ich eine super tolle Firmenvorbereitung hatte, in der ich total geprägt und begeistert worden bin. Also das hätte ich vorher auch wirklich nie für möglich gehalten, dass mich das mal so tief berührt und auch wirklich beschäftigt. Und dann war das, glaube ich, durch unseren damaligen Heimatpfarrer, der mich da auch wirklich sehr geprägt hat und von dem ich halt diese ganze Begeisterung auch einfach mitbekommen habe. Und das hat mich dann selber auch total berührt. Was hat dich tiefer beeindruckt? Also diese Vorbereitung und der Vorbereitungsprozess und die Katechese oder die Persönlichkeit des Pfarrers? Ich würde sagen beides. Also die Katechese hatte ich auch bei ihm. Und gerade auch in dem Unterricht mit den ganzen Dingen, die wir da besprochen haben, habe ich halt wirklich gemerkt, dass da echt was dran sein muss, weil er so mit einer großen Freude und Begeisterung davon uns erzählt und berichtet hat. Und auch in den Messen, die wir dann da zusammen gefeiert haben, da habe ich wirklich gespürt, dass der Glaube wirklich mehr sein muss, als nur das, was man vielleicht von außen sieht. Und dem wollte ich dann näher auf die Spur gehen. Also deiner Meinung nach, wie soll ein Pfarrer, ein Priester sein? Also als Mensch und auch als Priester. Und welche sind seine Aufgaben? Also auf jeden Fall authentisch, menschennah und sehr offen, würde ich sagen. Also gerade auch, was die Arbeit mit den Jugendlichen angeht, die ist ja nicht immer einfach und auch nicht viele können dafür begeistert werden. Das ist ja einfach leider so heutzutage. Aber auch da vielleicht nicht den Mut zu verlieren und einfach nicht aufzugeben und das zu vermitteln, was man auch wirklich vom Herzen her glaubt. Ich denke, das ist wichtig und macht dann auch dieses Authentische aus. Okay. Nach deiner Meinung, soll man als Kind getauft und zur Kommunion gehen oder eher als Erwachsener, wenn man schon bewusst in alle Sakramenten teilnehmen kann? Was ist für dich optimal? Also für mich war es schon optimal, dass ich schon getauft war. Ich glaube, das hat mir auch einfach viel mitgegeben, auch eben durch meine Mutter dann. Und gerade in der Firmung, da kann man dann ja nochmal ganz bewusst Ja zu diesem Glauben sagen. Und ich glaube, wenn man da nicht dafür einsteht, dann kann man auch da eben das Nein sagen.
Wie bist du dazu gekommen, Theologie zu studieren? Also die Idee, Theologie zu studieren, kam während meines Praktikums auf. Da habe ich ja erstmal dann den Beruf der Pastoralreferentin kennenlernen dürfen und auch die verschiedenen Wege, die zu diesem Beruf führen. Und da war eigentlich für mich klar, dass ich gerne über die Uni gehen würde, um ja einfach mehr auch über dieses Fach zu erfahren, weil ich finde es total spannend, einfach diesen Glauben auch dann mal zu hinterfragen und die Wissenschaft dahinter kennenzulernen. Und ja. Dein Umfeld auf deine Entscheidung reagiert. Familie und Freundekreis, dass du einfach eine Theologin werden möchtest. Also alle waren sehr positiv, tatsächlich. War ich auch sehr erfreut und auch ein wenig überrascht. Auch meine ganzen Freundinnen, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben, haben mich da wirklich sehr unterstützt und fragen auch ständig, wie es läuft, oder sind damals auch in der Gemeinde zu den Gebeten gekommen, wo ich auch etwas vorgetragen habe. Und das hat mir wirklich immer sehr viel bedeutet. Gab es Momente der Verzweiflung warst du immer sicher, das ist mein Weg, und warst du in irgendwelchen Moment verzweifelt? Und wenn ja, wie hast du diese Verzweiflung überwunden? Also natürlich ist es heutzutage eine Frage, ob man für die Kirche noch arbeiten kann, einfach weil die Zahlen ja auch leider schlechter werden. Und da haben mich auch ziemlich viele gefragt, ob ich das wagen möchte, jetzt das auch zu studieren und dann eben auch als Vollstudium und nicht noch mit einem Nebenfach, um dann auf Lehramt zu gehen. Aber ich möchte wirklich versuchen, diesen Weg zu gehen, und das ist mir auch echt ein Herzensanliegen, dann dieses Vollstudium zu studieren, um am Ende dann auch eben in die Gemeinde zu gehen, weil es das ist, was ich gerne machen möchte. Also ich stand immer zwischen der Wahl Lehrerin oder Pastoralreferentin, aber als Pastoralreferentin finde ich die Arbeit auch noch mal viel vielfältiger und einfach schöner. Was ist genau die Aufgabe einer Pastoralreferentin? Wie sieht die Ausbildung aus und was wirst du dann später genau machen? Also die Ausbildung würde jetzt nach meinem Studium dann noch quasi obendrauf kommen. Und dann wäre ich erstmal Pastoralassistentin in einer Pfarrei und würde dann da erstmal halt lernen, wie man das alles so macht. Aber ansonsten sind die Bereiche wirklich total vielseitig. Also es gibt Jugendarbeit, in der ich mich dann engagieren kann, zum Beispiel bei den Messdienern, Erstkommunion, Katechese, Firmenkatechese. Aber ich kann auch mit Senioren zusammenarbeiten. Heißt, ich kann mich auch im Laufe meines Lebens irgendwann nochmal auf andere Bereiche konzentrieren. Und ich könnte zum Beispiel auch in die Klinik gehen. Also es gibt Klinikseelsorge, Gefängnisseelsorge, dann eben die klassische Pfarrei. Aber ich glaube, mein Herz würde eher für die Pfarrei schlagen. Okay, das heißt also, du organisierst das kulturelle Programm sozusagen, aber auch das liturgische einer Gemeinde. Würde ich schon sagen, Also ja. auch die Gottesdienste, bist du auch dabei bei der Gestaltung der Gottesdienste? Genau. Also da könnte ich natürlich den Lektorendienst übernehmen oder auch Kommunionhelferin sein. Aber auch da sonst die Messdiener begleiten und quasi mit ausbilden. Also was, ja. Okay, danke Christina. Gerne. Erstmal wollte ich fragen, warum denkst du, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist, oder ist sie überhaupt wichtig? Es ist auf jeden Fall wichtig, mit Kindern und Jugendlichen auch über den Glauben zu sprechen. Das wird ja leider auch immer weniger. Aber auch da, also die Kinder und Jugendlichen, die bringen schon ihre Fragen mit sich. Das bekommt man gerade dann mit, wenn man sich auch mit ihnen auseinandersetzt und ihnen auch die Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Glauben und dem Thema. Und gerade auch in der Erstkommunion oder Firmenkatechese spürt man das schon, dass da auch Fragen und auch Anfragen da sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass die dann auch ernst genommen werden. Was bedeutet für dich, Messdiener zu sein? Was gibt es dir? Also ich bin ein großer Fan von Liturgie. Ich finde das wirklich schön, wenn man auch mal eine große Messe feiert. Bin jetzt auch bei den Dommessdienern dabei. Das ist natürlich anders als in der Gemeinde, aber ich genieße es wirklich sehr, auch da einfach nah dabei zu sein und auch für die Gemeinde dann die Gaben zu bringen. Und das schätze ich wirklich sehr. Okay. Deiner Meinung nach, also welche Rolle hat heute die Frau oder welche Rolle kann sie spielen in einer modernen Gemeinde? In welchen Bereichen? Also ich würde sagen, in so gut wie allen Bereichen. Also Frauen übernehmen ja auch immer mehr Aufgaben in der Kirche und sie sind gerade auch in seelsorglichen Bereichen, finde ich, auch
sehr wichtig und auch was die Jugendarbeit betrifft. Also ich kenne eine ziemlich gute Pastoralreferentin, die eben auch die Erstkommunion Katechese leitet und dann auch ihr Katechetenteam dann da auch strukturiert und da nehme ich wirklich auch sehr viel von mit und auch von ihrer Freude einfach in dem ganzen Bereich dann da wirken zu können und ihre Ideen und ihre Kreativität auch mit einbringen zu können. Christina, wie lange bist du schon Messdienerin? Also Messdienerin bin ich seit 3 Jahren, in der Kirche aktiv seit 4 Jahren. Ich wollte nicht direkt Messdienerin werden, weil ich lieber etwas anderes machen wollte und einfach mal die Pfarrgemeinde auch anders kennenlernen wollte. Aber dann bin ich doch relativ spontan Messdienerin geworden, indem mir unser Küster Weihwasser in die Hand drückte und mir dann sagte, ich könne jetzt mal dienen. Ja, und dann habe ich das mal einmal mitgemacht und habe das dann tatsächlich auch einfach in den Messen gelernt. Also während ich das gemacht habe, habe ich das dann auch gelernt von einer erfahrenen Messdienerin. Und da habe ich wirklich schnell gemerkt, dass es eine totale Herzensaufgabe ist und ich das wirklich richtig gerne mache. Und wie bist du dann aufgenommen als Messdienerin? Also man wird so in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. Bei mir war jetzt leider noch die Corona-Zeit, deswegen konnten da jetzt nicht alle dabei sein. Aber der Pfarrer hat das dann in einer Messe gemacht und hat mir dann Fragen gestellt, ob ich dazu bereit bin, diesen Dienst zu übernehmen. Und da konnte ich dann auch sehr gewissenhaft und mit Freude auch mit Ja darauf antworten. Und dann bekommt man bei der Messdiener-Aufnahme eine sogenannte Messdiener-Plakette. Die habe ich jetzt mal mitgebracht. Und die wird dann auch da gesegnet. Und dann trägt man die auch, wenn man ministriert. Also wir haben bei uns in der Kirche auch noch einige Plaketten mehr hängen. Deswegen lasse ich meine meistens zu Hause, damit ich sie nicht verliere. Und trage dann die anderen Plaketten. Aber ja, die sind einfach so auch als Zeichen dieses besonderen Dienstes dann da. Und die trägt man dann auch. Was ist deine Vision für die Kirche der Zukunft? Oder was würdest du gerne einbringen? Oder deine Träume für die Zukunft als zukünftige Gemeindereferentin? Also ich wünsche mir, dass ich die Begeisterung am Glauben nicht verliere und dann einfach wirklich total begeistert und mit dem Herzen auch dabei bleibe, weil ich glaube, das ist auch das, was andere Menschen dann noch anstecken könnte und das ist einfach meine Hoffnung, anderen zu zeigen, wie schön es ist zu glauben und dass es sich auch wirklich lohnt, für diesen Glauben einzustehen und dafür zu kämpfen und da einfach mit voller Überzeugung dabei zu bleiben. Okay, gut. Möchtest du vielleicht etwas erzählen über deine Gemeinde und deine ersten Jahre in der Kirche? Gerne. Also während meiner Firmenvorbereitung hatte ich dann damals den Pfarrer angesprochen, ob ich mal etwas in der Gemeinde mitmachen darf. Und dann war erstmal so die Überlegung, ja, was gibt es überhaupt alles? Messdienerin wollte ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht werden. Kam dann irgendwann später tatsächlich. Und dann habe ich erstmal mit TC-Gebeten angefangen, in so einer kleinen Gruppe mit noch 3 anderen. Und das war wirklich sehr schön, auch einfach da die Rückmeldungen von der Gemeinde zu bekommen, dass es total gut ankam. Also das gibt einem selber auch total viel. Und dann habe ich mein 2-wöchiges Schulpraktikum in der Pfarrei absolviert. Und da habe ich dann auch hier in meinem Kirchenalbum, in dem ich so einfach alles festhalte, habe ich dann auch Seiten gestaltet. Was ist das? Das ist deine Gemeinde? Also das hier ist in unserer Kirche. Da habe ich eine Andacht mitgemacht, genau vom Unglaublich-Team. Das ist ein Team von Jugendlichen, die moderne Gottesdienste gestalten. Zu der Zeit war ja noch die Corona-Zeit, deswegen war es dann eine Online-Andacht. Und da durfte ich dann einmal schnuppern und gucken, was sie so machen und bin dann irgendwann auch da Mitglied geworden. Das hier ist eine andere Kirche in einem Nachbardorf, die ich dann einfach mit dem Pfarrer besucht habe. Und hier zum Beispiel habe ich unsere Kirche auf Glas gezeichnet. Bist du allein? Ja, das habe ich dann auch verschenkt. Okay, Christina, was ist für dich, wie stellst du ein christliches Leben vor? Was ist für dich ein christliches Leben? Also ein christliches Leben ist für mich, wenn man nach den christlichen Werten auch lebt und die auch verkörpert. Okay. Siehst du so einen Widerspruch zwischen dem modernen Leben und dem christlichen Leben? Nein, also ich glaube, das kann man sehr gut vereinen.
Also das sieht man, denke ich, auch bei mir. Also ich bin zwar sehr viel in der Kirche und auch gerne, einfach weil ich total dafür brenne, aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die ich noch hobbymäßig mache, etc. Zum Beispiel tanze ich in einer Garde, da mache ich Garde- und Showtanz und wir tanzen auch auf Turnieren etc. und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das hilft mir auch total, einfach da den Ausgleich zu haben und ja, das macht mich sehr glücklich. Ich habe auch ein Foto mitgebracht. Da bin ich zum Beispiel im Gardekostüm abgebildet. Wie schön. Mit meinen Mittänzerinnen und jetzt tanze ich auch tatsächlich noch bei der großen Garde bei uns mit, also bei den Älteren und ja, darf da jetzt auch demnächst mit einsteigen. Und dann bin ich auch ein großer Musikfan, also ich gehe sehr gerne auf Konzerte. Vor allen Dingen bin ich ein großer Taylor Swift-Fan und war da jetzt auch auf dem Konzert in Gelsenkirchen mit meiner besten Freundin. Und da hatten wir dann auch so coole Outfits, so wie alle Fans. Und durften auch da einfach total Spaß haben und eine gute Zeit haben. Also Spaß und christliches Leben ist kein Widerspruch. Nein, im Gegenteil. Also ich finde gerade auch in den Gottesdiensten, da merkt man ja auch, ja, welche große Freude es gibt. Oder man unternimmt ja auch mit den Messdienern mal schöne Dinge. Also auch in der Pfarrei ist das so, dass da wirklich auch die Freude im Vordergrund steht. Genau. Wenn du Jugendlichen vor dir hättest, was würdest du ihnen sagen? Also warum brauchen wir Gott oder Kirche? Was würde deine deine Aussagen? Also ich würde der Person wünschen, dass sie sich selber auf den Weg macht, auch zu prüfen, ob der Glaube auch etwas für diese Person dann persönlich sein kann, weil ein Glaube ist etwas sehr Persönliches und Individuelles und ich glaube, das kann man auch nur selber herausfinden. Aber ich würde jeden dazu ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen und sich auch darauf einzulassen. Also auszuprobieren? Genau, offen für den Glauben zu sein und nicht direkt sich zu verschließen und zu sagen, nein, das ist Kirche, damit möchte ich nichts zu tun haben, sondern auch wirklich Gott dann auch eine Chance gibt. Okay, vielen Dank, Christina. Wann hast du verstanden, dass es Gott tatsächlich gibt? Also seit wann hast du diese Überzeugung und diese Freude an dem Glauben? Also ich habe immer an Gott geglaubt. Aber gab es besondere Momente, wo du gespürt hast, dass er tatsächlich da für dich ist und Christina für ihn wichtig ist? Also es gab mal eine Situation, da sollte ich ganz spontan einen Bibeltext vortragen und da war ich wirklich sehr nervös vorher, habe dann zum Kreuz geschaut und mir echt so gedacht, ich brauche jetzt wirklich die Ruhe und Kraft und Hilfe und Unterstützung. Und dann wurde ich plötzlich, als ich den ersten Satz vorgelesen habe, ganz ruhig innerlich und da habe ich wirklich so gedacht, jetzt ist irgendwie Gott an meiner Seite und hilft mir jetzt gerade, diesen Text da vorzutragen, dass ich da seine Worte auch schön vermitteln kann. Genau. Oder auch natürlich dann in auch mal schwierigeren Situationen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Autounfall, da war es auch dann für mich hinterher wirklich überraschend und eigentlich auch so ein kleines Wunder, wie heil wir da wieder rausgekommen sind. Und ich glaube auch gerade in solchen Momenten spürt man dann schon, es hätte auch anders ausgehen können. Und ich finde, sowas festigt meinen Glauben dann ebenfalls. Okay, danke, Christina. Warst du schon mal dabei in der Seelsorge oder besonders mal Menschen, die am Sterbebett sind, also kurz vor Sterben oder sowas? Am Sterbebett noch nicht, aber ich habe in meinem Praktikum damals auch einen Hausbesuch mitmachen dürfen. Da haben wir dann die Krankenkommunion gespendet und haben dann halt mit den Menschen gebetet und hinterher auch noch dann nett zusammengesessen, Kaffee getrunken und dann haben die auch von ihrer Zeit auch noch aus dem Krieg dann erzählt und das war für mich auch eine wirklich tolle Erfahrung, da einfach mal so nah mit den Menschen in den Austausch zu treten, auch was so ihr Leben betrifft und das fand ich super spannend. Und gerade auch in meinem FSJ war ich ja auch viel für die Kinder und Jugendlichen da und da waren auch echt einige, die sich mir dann auch anvertraut haben und die ich dann auch begleitet habe in ihrem Wachsen und in ihrem Alltag und das ist wirklich sehr schön.
Christina, hattest du ein Ideal, einen Heiligen oder einen Heiligen oder eine Persönlichkeit, die dich besonders geprägt hat und die du besonders bewunderst, irgendwie auch zum Teil nachmachen möchtest? Ja, mein Heimatpfarrer. Also Was war das sehr besonders an ihm? Wieso hat er dich so gepackt? ich würde sagen, mich hat einfach die Art und die Begeisterung meines Heimatpfarrers für diesen Glauben dann gepackt und auch geprägt. Und gerade in dieser Gemeindezeit habe ich dann auch alles gelernt, was ich jetzt irgendwie kann. Und durfte da auch wachsen, auch mit meinen Fragen, die den Glauben betreffen. Und habe da wirklich so herausgefunden, dass das so mein Ding ist. Er fragt, ob es gibt in der katholischen Kirche so etwas wie Beichtvater oder geistlicher Vater, also eine Bezugsperson von der Kirche, wo du dann dahin gehen kannst und einfach um Rat und Unterstützung fragen kannst. Und ob du sowas gehabt hattest. Ja. Also es gibt hier im Haus auch die Möglichkeit der geistlichen Begleitung. Also davon wird einem hier auch auf jeden Fall berichtet, dass man sich da einen Priester oder eine Pastoralreferentin oder einen anderweitigen Seelsorger suchen kann, der einen dann geistlich begleitet, wo man dann regelmäßig auch Gespräche führt und dann einfach, der dann halt in der Lebenssituation dann gerade da ist. Da bin ich jetzt gerade noch auf der Suche nach jemandem, habe ich jetzt noch nicht so die passende Person gefunden, weil soll natürlich auch stimmig sein. Anderweitig hatte ich sonst in meiner Pfarrei mit einem Priester auch viel Kontakt und da auch Gespräche geführt, die einem dann auch Kraft gegeben haben. Aber eine geistliche Begleitung suche ich und gibt's noch, genau. Ja. Ich wollte noch fragen, wie fühlt es für dich an, hier im Sprachenjahr die einzige Frau zu sein zwischen so vielen Seminaristen? Also erst hatte ich es als Herausforderung gesehen, aber die nehmen mich wirklich alle sehr gut auf und respektieren mich, unterstützen mich total. Also ich werde da überhaupt nicht ausgegrenzt. Also die ganzen Sorgen der Ausgrenzung etc. sind da wirklich unberechtigt. Und da bin ich sehr dankbar für. Und es gibt natürlich auch mehr Frauen im Haus, mit denen man dann Kontakt knüpfen kann und auch beim Mittagessen zusammen ist. Also man ist nicht durchgängig hier nur unter Männern. Was gibt dir persönlich die Theologie oder das Theologiestudium, Christina? Wieso hast du dich für Volltheologie entschieden? Also gerade in meinem Sprachenjahr habe ich ja schon so Einführungskurse für das Studium und das finde ich wirklich spannend, da auch mal andere Perspektiven dann, was den Glauben angeht, kennenzulernen und gerade auch das Wissenschaftliche. Und da kommen natürlich schon sehr viele Fragen auf. Aber gerade das finde ich halt spannend, dass man auch nie genau sagen kann, so ist das jetzt, aber dass es auch so viele Theorien, Aspekte gibt, die man da einfach beachten kann in der Theologie. Und ich lerne ja gerade auch die Sprachen. Und da finde ich zum Beispiel super spannend, dass man dann einfach diese Urtexte auch mal lesen und verstehen kann. Was ist dein Lieblingsaltsprache? Ich würde sagen Latein und dann kommt auch Hebräisch. Also Hebräisch ist natürlich nochmal ganz anders als Latein. Dahingehend würde ich sagen, ist Hebräisch nochmal interessanter. Aber Latein mag ich auch gerne, weil das so systematisch ist. Okay, vielen Dank, Christina. Gerne. Könntest du bitte etwas über dich erzählen? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wer bist du? Ich komme aus Serbien, bin 26 Jahre alt, bin in einer kleinen Stadt in Zentralserbien geboren und aufgewachsen. Dann habe ich Theologie in Belgrad studiert. Also soll ich nochmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, ja, Theologie zu studieren? Über deine Familie. Wie stand deine Familie zur Religion? Bist du in einem christlichen Umfeld groß geworden? Also so Christentum-freundlicher Umfeld, aber nicht wirklich kirchlicher Umfeld, würde ich sagen. War das ein Phänomen insgesamt in Serbien? War das, der größte Prozent der Menschen war so eher christlich, orthodox oder eher nicht? Wie sah
es damals aus? Also ja, die meisten haben sich geäußert als orthodoxe Christen, und das ist immer noch so. Aber ja, was heißt das? Ob sie sich wirklich mit der Lehre gut auskennen, ob sie wirklich das praktizieren, in dem Sinne, dass sie sonntags in die Kirche gehen, das würde ich nicht sagen. Also ja, meine Familie war auch so. Wir haben Slava gefeiert, wir haben Ostern und Weihnachten gefeiert, aber oder die Klöster eher touristisch besucht. Aber ja. Danach, Das wie hast du die Kirche kennengelernt? durch die Religionslehrerin schon in der Grundschule. Das war eine sehr nette, eine sehr schöne Person. Damals war sie sehr jung und sie konnte einfach mit den Kindern sehr gut umgehen. Und dann war sie ein Vorbild für mich. Und so habe ich angefangen, in die Kirche zu gehen, weil sie uns gelehrt hat, dass ja sonntags um 8 Uhr morgens die heilige Liturgie in der Kirche gefeiert wird. Und ja, so habe ich begonnen, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Später habe ich angefangen, auch in dem Chor zu singen. Und ja, dann war das eigentlich ja meine Pflicht, sonntags immer in der Kirche zu sein. Ging die ganze Familie oder das war deine Initiative? Gingst du alleine in die Kirche? Das war meine Initiative und ja, meine Mutter ist mit mir am Anfang gegangen, aber danach ja, bin ich alleine. Und dann okay, du gehst einfach in die Kirche als Jugendlicher und dann, wie entscheidest du dich, Theologie zu studieren? Also das habe ich schon als Kind gefragt, kann man sowas studieren, was die Religionslehrerin gemacht hat. Und ja, dann habe ich die Entscheidung in den nächsten 10 Jahren nicht geändert. Also ich habe schon als Kind gesagt, dass ich Theologie studieren möchte. Und dann, ja, so später habe ich nur festgestellt, dass das wirklich was für mich ist. Mhm. Und was genau hat diese Person? Du hast gesagt, sie war sehr schöne Person. Also das war so rein ästhetisch, sah sie schön aus oder was meinst du unter schön sein? Also ja, das kann nicht, also ja, was heißt da rein ästhetisch? Sie war schön, so ihr Gesicht war sehr schön, aber ihre Verhaltung auch. Ich sagte schon, dass sie mit den Kindern sehr gut umgehen konnte. Und das, also ich meine, dass wir uns in ihrer Präsenz sehr gut gefühlt haben, also wir Schüler. Also die wurde für dich ein Vorbild. Ja. Hat heute die orthodoxe Kirche Vorbilder oder welche Vorbilder können wir der jüngeren Generation anbieten? Ja, das ist unsere Aufgabe, dass wir Vorbilder werden. Das finde ich so. So versuche ich jetzt mit den Kindern umzugehen, wie sie mit uns. Also das ist etwas, was man fühlen muss. Und ja, so, das ist unsere Verantwortung, dass wir dann Vorbilder werden. Also was ist die Rolle eines Religionslehrers oder einer Religionslehrerin? Ist es einfach Wissen zu vermitteln oder christliche Religion, also die Kinder in die Kirche zu bringen? Was meinst du? Also dieses Ethos zu bringen, ja, das was man, also das ist die ganze Persönlichkeit, die strahlt mit so einer Energie, die anziehend ist. Also die Rolle der Theologinnen und Theologen, die dann später in die Schule gehen, ist einfach so christlich zu leben, dass es ansteckend ist, dass die anderen einfach ohne besondere etwas zu tun, dann einfach uns folgen. Genau, wie Origenes sagt in Contra Celsum, die christliche Wahrheit ist eine Wahrheit des Lebens. Man muss dementsprechend leben, was man denkt und lehrt.
Dragana, ich würde gerne über die Frauen und in der Theologie sprechen. Fangen wir mit den Heiligen an. Wieso haben wir nicht so viele patristische Texte von Autorinnen? Ja, also das ist ein Zeichen der Gesellschaft auf jeden Fall. Aber wir haben was. Also es stimmt nicht, dass wir gar nichts haben. Eigentlich, wir haben keine, die Briefe von Hieronymus und seine Freundinnen, das könnte interessant sein. Leider haben wir keine Antworten von den Frauen aufbewahrt, aber wir haben dann die Briefe von Hieronymus, die er an die Frauen geschrieben hat, und das zeigt uns, dass ja eine Diskussion, eine theologische Diskussion, wo die Frauen mit involviert waren, dass es sowas gab. Ja, Heilige Chrysostomus hat an Olympias geschrieben, und also die Frauen waren wertgeschätzt schon, aber ja, nicht immer, und das war auch ein Zeichen der Gesellschaft. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass auch im Römischen Reich zum Beispiel die Frauen, die gebildet waren, also es gab die gebildete Frauen, die sich dann an die Bibel interessiert haben, und dann haben sie die biblische Sprache gelernt, haben sie Kommentare gelesen. Hieronymus schreibt an Marcella und an Paula und widmet seine Werke ihnen, und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Frauen auch Gehirn haben, dass sie auch nochmal denken können und dass sie auch Theologinnen werden können. Gab es auch in Serbien berühmte Frauen oder gebildete Frauen, die sich irgendwie mit den Texten oder mit den Kirchenvätern beschäftigt haben? Genau, also die akademische Theologie ist sowieso eine eher neue Disziplin, und ja, im Mittelalter können wir nicht über die akademische Theologin in Serbien sprechen, natürlich nicht, aber es gab schon in der kaiserlichen Familie die Frauen, die Gedichte geschrieben haben, und das hatte immer einen Bezug zu Gott, auf jeden Fall. Und das ist, finde ich, wichtig und schön. Aber natürlich, das sind keine akademischen Texte, was auch verständlich ist. Also dann habe ich die Fragen. War das keine Gattung für die Frauen, weil die quasi sehr sentimental sind und nicht so richtig argumentieren können? Oder das war nur wegen des Patriarchats, oder was denkst du? Ich würde eher sagen, dass das ja die Erziehung so war, deswegen des Patriarchats. Aber es kann sein, dass die Frauen eher ein Talent dazu haben, etwas auch eher Künstliches und Emotionales zu schreiben. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Frauen auch akademische Theologinnen sein können und dürfen. Natürlich. Wie sieht es heute aus? Haben wir Theologinnen, die wissenschaftliche Texte verfassen, Autorinnen, die geschätzt werden? Auf jeden Fall. Also sind zumindest in der akademischen Gemeinschaft geschätzt, in der Kirche leider nicht immer. Und das ist ein Problem, aber das ist nicht überall so. Also in manchen Diözesen, in manchen kirchlichen Kreisen sind die Frauen natürlich ganz normal wie Männer geschätzt. Also wenn ein wissenschaftlicher Text ist, ein wissenschaftlicher Werk ist, Artikel, was auch immer, also dann ist es wichtig, dass der Artikel gut ist und nicht, ob Verfasser eine Frau oder ein Mann ist. Leider ist die Erziehung immer noch manchmal so, dass ja, die Frauen
nicht ganz geschätzt sind, aber das muss sich ändern und das ändert sich und das sollen wir ändern. Die Frauen sollen zeigen, dass die Wissenschaftlerinnen sein können, genauso gut wie Männer. Also die Diskriminierung ist noch nicht abgeschafft in diesem Bereich, ja? Noch nicht ganz, aber ja, das liegt an uns jetzt. Also die Frau mit ihren Besonderheiten, kann sie etwas Spezielles in der Theologie als Wissenschaft beitragen? Oder das ist unabhängig vom Geschlecht? Was denkst du? Ich würde sagen, dass es unabhängig vom Geschlecht ist. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Frauen dabei sind. Wieso ist das wichtig? Warum da- ist es wichtig? Das zeigt, dass wir alle Menschen als Gottes Ebenbild erschaffen sind und dass nicht nur eine für das Denken begabt sind und andere sind einfach emotionell und nichts mehr. Das finde ich theologisch nicht sinnvoll und nicht richtig. Also die Charakteren können schon sehr unterschiedlich sein, aber dann unter den Frauen auch. Das ist nicht, die Frauen sind nur so und die Männer sind nur so und dann es gibt die Platz für Männer nur in der Wissenschaft und für die Frauen nur in, weiß ich nicht wo, in der Küche. Das ist nicht so und das darf nicht so sein. Und ja. Das heißt, die Frauen haben wir immer noch einen Minderheitskomplex und wir versuchen uns durch die Wissenschaft und die Theologie zu beweisen. Oder wieso versuchen wir jetzt zu tun? Ja, also schon. Aber wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir nicht niedrigeres Wesen sind, sondern dass wir auch in der Theologie und in jeder Wissenschaft repräsentiert können. Ich wollte etwas über die theologische Ausbildung in Serbien fragen. Wie sieht es aus? Also gibt es Unterschiede zwischen Priesterseminar oder theologische Fakultät? Also kannst du ein bisschen erzählen? Ja, klar. Also ich habe in Serbien in Belgrad studiert und das ist die einzige theologische Fakultät in Serbien. Das zeigt schon, dass die Gemeinschaft der akademischen Theologen in Serbien eher klein ist. Zum Beispiel in Münster gibt es 2 theologische Fakultäten und nur in Münster. Und in ganzem Serbien gibt es nur eine theologische Fakultät. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Priesterseminar und theologische Fakultät, aber man kann nicht Priester werden nach dem Abschluss des Priesterseminars, sondern danach, man muss auch Theologie studieren und einen Abschluss der Fakultät haben. Das heißt, das ist Voraussetzung, um Priester zu werden, also Theologie an einer Universität zu studieren. Genau, ja. Man kann ein Priesterseminar gehen, das ist hilfreich, kann man sagen, aber das ist nicht notwendig. Man kann Priester werden, ohne ein Priesterseminar zu besuchen. Das ist einfach Rest von eine ältere Zeit, wenn es sowas notwendig war. Welche andere Möglichkeiten gibt es für Menschen, die Theologie studieren möchten, auch für Frauen, aber nicht Priester werden möchten oder können? Also die Berufsperspektiven sind nicht viele. Also man kann entweder Priester werden oder die Frauen können Religionslehrerinnen werden. Das machen meisten so in der Regel. Aber ansonsten gibt's nicht viel. Man kann natürlich in der Wissenschaft bleiben.
oder irgendwas bei der Kirche oder bei einer Diözese machen. Aber ja, das ist dann unterschiedlich. Aber auf jeden Fall gibt es nicht viele Arbeitsplätze. Welche Schwerpunkte hast du bemerkt während deines Studiums, was besonders gibt in der Theologie oder was besonders stark diskutiert wird in der Theologie jetzt in Serbien? Also ja, das hängt stark davon ab, dass die akademischen Theologen in Serbien wenige sind und dann die Themen, die sie interessieren, die kommen im Studium auch vor. Also wenn wir keine Experte für die feministische Theologie haben, kann man das auch im Studium nicht erwarten. Also dann würde ich sagen, dass die theologische Ausbildung eher traditionell ist im Sinne, ungefähr wie hier, systematische Theologie, biblische Theologie, praktische Theologie, Liturgiewissenschaft und sowas. Aber es gibt nicht wie hier so viele Module und verschiedene Seminare, die man besuchen kann. Also das theologische Studium ist nicht so vielfältig wie hier. Aber zum Beispiel, vielleicht gab es besondere Themen, wie jetzt merken wir, die Synodalität, ja, ist so ein Thema, die überall diskutiert wird, ja, und was das bedeutet, die Begrifflichkeit, und es kommen immer neue Schriften. Gab es sowas während deiner Zeit in Serbien? Eigentlich nicht viel, aber es kam immer wieder die Frage vor, ob die Theologie, also wie können wir die Theologie relevant machen, an erster Stelle für die Gläubigen, aber dann auch für die Gesellschaft. Also ja, das war die Hauptfrage, ob wir relevant sind und wie sollen wir uns relevant machen, wie sollen wir relevant werden. Dragana, wieso hast du dich für Deutschland entschieden? Ja, Deutschland war immer eine Destination für die serbischen Theologen, die dann eine Promotion machen. So bin ich auch nach Deutschland gekommen, erstmal die Sprache zu lernen. Also es gibt schon sehr gute Beziehungen zwischen manchen Professoren in Deutschland und Professoren in Serbien, gab es zumindest in meiner Zeit. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ja, dann bin ich nach Paderborn gekommen. Dort war ich Stipendiatin der Deutschen Bischofskonferenz. Das Stipendiumprogramm ist an der Johann Adam Möller Institut angesiedelt, und ja, dann gibt es neben dem Sprachkurs auch theologische Seminare, die wir besucht haben. Wir haben mehr über die Ökumene und die kirchliche Situation in Deutschland erfahren. Und ja, danach habe ich mich dazu entschieden, in Deutschland auch Promotion zu machen. Habe ich den Professor Fürst in Münster kennengelernt, der ein sehr bekannter Origenes-Wissenschaftler ist, also weltweit bekannt. Und ja, so. Welche neue Aspekte für dich hast du hier in Deutschland, also in einer katholischen Fakultät, entdeckt in der Theologie? Also ich habe die Menschen kennengelernt, die wirklich vom theologischen Studium begeistert sind. Also es gab solche Menschen auch in Serbien. Die Professoren, mit denen ich damals gearbeitet habe, waren auch so. Aber hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten dazu. Also es gibt verschiedene Seminare, wo man wirklich ganz viele neue Sachen entdecken kann, wo man sich wirklich tief mit einer Quelle beschäftigen kann. Bei uns ist das nicht so. Also es gibt eine Vorlesung, es gibt eine Übung und dann alle lernen das Gleiche. Hier kann man sich ganz früh im Studium entschieden, womit man sich mehr beschäftigen möchte. Und dann gibt es diese Möglichkeit, dass man wirklich
seine Interesse vertieft und die Quellen gründlich studiert, und das fand ich sehr gut. Also die Kirchenväter sind mein Feld, und dann konnte ich mehr Zeit dazu widmen, das zu studieren. Die Selbstständigkeit und die Freiheit beim Studium, ja, das war was dich fasziniert hat, ja? Genau, ja, Okay. das kann man so gut definieren, ja. Dragana, was ist eine Slava? Ja, Slava ist in Serbien also das ist charakteristisch speziell für Serbien, ein Familienpatronatsfest, da die Serben also in der Tradition die Serben haben ihre Tradition nicht die Namenstage. Wir feiern das nicht. Wir feiern entweder Geburtstage, was ist eher wahrscheinlich vom Westen gekommen. Aber etwas, was traditionell spezifisch serbisch ist die Slava zu feiern. Das ist also ein Familienpatronatsfest. Mhm. Und ich wollte fragen, also, wie wichtig sind die Traditionen und spielen die Traditionen eine Rolle in der religiösen Erziehung, auch wenn sie unbewusst praktiziert werden? Also die Traditionen, die Bräuche sind sehr, sehr interessant, und sie können wichtig sein, wenn sie dabei helfen, wirklich den Glaube zu stärken und Menschen näher zum Glauben zu bringen, also zur Essenz zu bringen. Aber die können manchmal auch stören dabei. Also wenn man dann sich für Gott gar nicht interessiert, aber feiert Slava oder feiert Weihnachten. Aber das ist für ihn keine kirchliche Feier, sondern etwas, was nur traditionell ist. Dann finde ich das problematisch. Ansonsten finde ich das bereichernd, und das kann wirklich das Leben bereichern, wenn das gut praktiziert ist. Und was ist, wenn der Glauben zur Tradition wird? Genau, das ist schwierig, weil in der deutschen Sprache, soweit ich weiß, es gibt nur die Wort Tradition, und bei uns gibt es zwei Wörter. Eine bedeutet Tradition in dem Sinne, das, was uns von unseren Vorfahren gegeben ist, aber mit einer positiven Konnotation. Und das zweite Wort wäre das, was uns auch von Vorfahren gegeben ist, aber dann eher mit negativer Konnotation. Das heißt etwas, was sich manchmal verliert man die Essenz während der Zeit und bleiben nur die Formen. Das finde ich, wenn der Glaube nur zu manchen leeren Formen wird, das finde ich sehr problematisch. Aber wenn der Glaube eine Tradition wird, die sich weiterentwickelt und wirklich den Glauben dadurch nur vertieft wird, das finde ich dann gut. Also kommt darauf an, wie man Tradition versteht. Was versteht man darunter? Und kann die Theologie beitragen, dass der Glauben lebendig bleibt und nicht nur zu einer Tradition wird? Das ist die Aufgabe der Theologie, ja, auf jeden Fall. Die Selbstsorge im Christentum ist zum Beispiel das Gebet. Das ist eine Technik der Selbstsorge. Dann Schriftstudium. Das ist Kunst des Betens. Wieso? Also das bringt uns näher zu Gott. So pflegt man seine Beziehung mit Gott. Dann Schriftstudien. Man soll die Heilige Schrift gründlich lesen, studieren, damit man sich selbst besser kennt. So lernt man
so lernt man seine Natur kennen, seine Essenz kennen. So lernt man, wie man geschaffen ist und was man werden soll. Also das sind manche Techniken, wo wirklich deutlich, die deutlich zeigen, dass Selbstsorge etwas, was für das Christentum wichtig ist. Also Selbstsorge bedeutet also Beziehung zu Gott pflegen. Auch ja, so sorgt man sich um sich, ja. Und das heißt aber, dass wenn man kein Christ ist, kann man eigentlich nicht glücklich sein und nicht um sich selbst sorgen. Man kann das immer noch machen. Also die Techniken bleiben. Das Gebet war eine Technik bei Neuplatoniker auch und schon vorher bei Platonikern. Sie haben das auch ähnlich verstanden. Also wie gesagt, der Unterschied ist, dass Gott hier nicht einfach eine Lösung des philosophischen Problems ist, sondern eine Persönlichkeit. Und dann ist diese Beziehung etwas Persönliches und nicht einfach, ja, das ist keine reine Meditation. Ich fühle mich besser, wenn ich gebetet habe und deswegen bete ich. Das ist eine große Reduktion von etwas, was das Christentum anbietet. Also die ganze Askese ist dann Selbstliebe und kein Verpflichten, sonst zur Kirche zu gehen, die Schrift zu lesen, zu beten. Das ist keine Pflicht, sondern sondern das ist Selbstliebe. Das Ja. ist so eine ganz große Änderung der Perspektive. Genau, das gehört dazu, achtsam zu leben und nicht nachlässig. Wenn ich in die Kirche nicht gehe, dann bin ich nachlässig, dann interessiere ich mich für meine Natur nicht. Und ja, also darum geht es.